Hey guys, so I get a lot of messages from you guys requesting a video where I talk in another language than English. Now I decided to do this by making a video of me talking in 7 languages. Actually, we have already started because I'm talking in English right now. However, English is not my first language and I basically talk English in almost all of my videos so I can communicate with as many of you. I wish I could find a way to somehow use all the languages at once, but I just have one voice. So yeah, let's just continue to my mother tongue, Swiss German. Hoi alle zusammen, weil ich in der Schweiz auf die Welt gekommen bin, ist Schweizerdeutsch ja auch meine Muttersprache. Und ja, in der Schweiz habe ich gelebt, bis ich so 11 Jahre alt geworden bin und danach bin ich nach Spanien gezogen. Und falls du jetzt auch aus der Schweiz kommst, dann hast du vielleicht meinen Dialekt wissen, in welchem Kanton ich gelebt habe. Und das ist ja Kanton Aargau. Es ist ja so in der Schweiz, dass in jedem Kanton ein anderer Dialekt gesprochen wird. Und weil Schweizerdeutsch ja eigentlich keine offizielle Rechtschreibung hat und hauptsächlich gesprochen wird, heisst Schweizerdeutsch ja Mundart. Und ich finde es jetzt lustig, weil man schreibt ja auf Schweizerdeutsch, nein, man schreibt auf Hochdeutsch und man spricht auf Schweizerdeutsch. Aber die zwei Sprachen sind einfach so verschieden. Also zum Beispiel auf Deutsch sagt man ja Küchenschrank und auf Schweizerdeutsch ist es Küchenkästchen. Und da zum Beispiel gibt es auch noch Kartoffel und Herdöpfel. Da sagt man ja zum Beispiel ein Stuhl. Ja, ein Stuhl ist ein Stuhl auf Hochdeutsch. Dann gibt es auch noch Keks, Guetzli, Pferd, Ross, Heizung, heizig, süß oder knuffig, herzig. Sich die Haare kämmen, Haarstrählen, Telefon, Nattel oder Handy. Falls du Deutsch sprichst, frage ich mich wirklich, wie viel ihr vom vorherigen Teil verstehen konntet. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare hier unten, wie viel Prozent ihr verstehen konntet. Das kümmert mich jetzt wirklich. Es ist ja so, dass Schweizerdeutsch und Hochdeutsch sich doch ziemlich ähnlich sind. Und wie ich vorher erwähnt habe, hat Schweizerdeutsch ja eigentlich keine offizielle Rechtschreibung. Trotzdem wird zum größten Teil in der Schweiz oft auf Schweizerdeutsch geschrieben. Und was daraus folgt, ist, dass sich ein bisschen ein lustiges Gemisch zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch bildet und das fällt besonders auf noch bis in die Oberstufe. Viele Schweizer, also nicht alle, ich zum Beispiel auch nicht, aber viele Schweizer machen noch oft Fehler, die ihre Wurzeln im Schweizerdeutsch haben. Also zum Beispiel die Aufsätze, die schreibt man ja natürlich auf Hochdeutsch, aber dann passiert es, dass sich ein bisschen Schweizerdeutsch hineinmischt und das bildet sich dann eigentlich ein bisschen sein eigenes Deutsch. Aus diesem Grund hat auch mal ein Deutschlehrer, den ich hatte, gemeint, dass Schweizerdeutsch eine Verstümmelung der deutschen Sprache sei. Ich verstehe, was das ausgelöst hat, aber die Wortwahl, die bedrückt mich noch heute. Ja. Español es el tercer lenguaje que yo estudio porque vivo y iba al instituto en Tenerife. Y Tenerife es parte de las Islas Canarias, que es un archipiélago situado al lado de Oeste África, pero es parte de España. Y también fui a Barcelona, pero solo para un día. Y por una ciudad tan bonita, me parece un día es muy corto y pues yo quiero ir a Barcelona una vez más y por esa razón tengo que estudiar más español. Pero en verdad yo no
ni habla una palabra en español desde hace 5 años cuando mudó de Tenerife a Inglaterra. Y pues me parece un poco como una maravilla que ahora ya puedo hablar en español. Yo no olvido todo, es como una maravilla. Yo creo, en verdad yo creo que olvido todo, pero se va muy bien. Y una cosa más, yo no sé si es una especialidad de Tenerife, pero me gustaban, cuando vivo en Tenerife, me gustaban muchísimo las papas locas. Y si no sabes qué es una papa loca y si no hay papas locas donde tú vives, tienes que prepararte una porque papas locas son felicidad. Con mucho gusto! Omdat ik 5 maanden in Nederland geleefd heb, om precies te zijn in Den Haag, kan ik een klein beetje Nederlands spreken. Waarschijnlijk spreek ik de taal niet perfect, maar het gaat vrijwel, geloof ik. Voor de reden dat het Nederlands aan het Duits gelijkt, zijn de woorden erg makkelijk om te onthouden. Bijvoorbeeld als je zegt ik hou je, dan betekent dit in het Duits dat je wilt iemand te sloegen. Niet, ja. Maar omdat ik nu niet in een land leef waar ik de taal die ik geleerd heb gebruiken kan, betekent dit niet dat ik niet weer ga Nederlands praten. Bijvoorbeeld als ik iemand uit Nederland ontmoet, dan kunnen we samen Nederlands praten. Onlangs viel me op dat als je kunt verschillende talen spreken, dan is het erg makkelijk om met verschillende mensen op te schieten. Want als je ziet, is het erg leuk een taal te leren die aan een taal gelijkt die je al geleerd hebt. De volgende taal gelijkt aan het Japans, en dat is Koreaans. 저는 3개월 전에 한국어를 공부하기 시작했어요. 그래서 지금 조금만 한국어를 말할 수 있어요. 아직 못하고 실수도 많이 하고도. 하지만 한 번 영상에 한국어를 말하고 보고 싶어요. 사실 내가 처음 한국에 오는데 한국어를 듣는 때 한국어를 공부할 수 없다고 생각했어요. 한국 사람은 진짜 빨리 말하니까 어려워 보였어요. 좀 어려워 보였지만 사실 한국 사람은 다 진짜 빨리 해요. 예를 들어 먹기도, 걷기도, 일하기도 진짜 빨리 해요. 하지만 그가 한국 문화 안에 나는 좋아하는 것이에요. 저는 다른 사람은 좋아하거든요. 하지만 저는 느려운 사람이에요. 그리고 한국 문화 안에 음식도 정말 좋아요. 매운맛 좋아해서 한국 음식도 진짜 좋아해요. 한국에 사는데 매일 아니요. 자주 떡볶이 먹었어요. 지금은 떡볶이는 진짜 좋아요. 한국 음식 제일 좋아하는 한국 음식이에요. 진짜 맛있어요. 떡볶이 사랑해요. 지금은 한국에 사지 않았지만 다시 한국에 오면 한국어를 공부할 거예요. 파이팅! こんにちは。日本語での動画をアップした時からもう何年だけど、その時から日本語力を上がった気がするから、ちょっと
嬉しいです。本当に片言日本語を話して動画撮りたくないから、まずは勉強してまた日本語での動画をアップしようと思った。どうやって日本語を覚えたのかってよく聞かれるんですけど、それは実は去年半年くらい東京で日本語学校に通って勉強してたんです。でも14歳の時からはずっと独学でしたね。やっぱり学園で全ての情報が教えてもらえるから分かりやすいけど、学と学園の勉強仕方は大体同じだけど、私はやっぱり一人で静かに勉強する方が好きかも。本当に授業の日本語ができるまで勉強したいから、これからも楽しく日本語の勉強を進めたいと思います。